And it's a calculation approach, it's a technocratic approach. It's a technocracy. The experts will give us the answers. The experts will tell us the optimal level of pollution. They will tell us how much the future is worth. And they will balance that up, that future loss of life and damages, against our valuing the goods and services we have today, the consumption. So dead people in the future weighed up against consuming more goods today. Nous sommes un continent pauvre, nous n'avons pas de grandes usines, nous ne produisons pas de gaz. C'est les grands pays industrialisés qui sont là à produire du gaz pour nous faire souffrir. C'est une maladie qui nous atteint à distance. Und das ist halt uns alle was angeht, was hier passiert und dass Grenzen einfach mal scheißegal sind, sondern dass uns das alle irgendwie was angeht, wo Welt irgendwie kaputt gemacht wird und wo wir es einfach aufhalten können. The surrounding of a fossil fuel ground is absolutely devastating. Die Diskussion in den Industrieländern, wie übernehmen wir unsere Verantwortung für den Klimawandel? Weil wir diese Verantwortung hier nicht übernehmen wollen, lagern wir sie aus, etwa über die Umsetzung von sogenannten Klimawaldschutzprojekten oder RED-Projekten. Und dort, wo wir sie umsetzen, führt sie zu Konflikten. Konflikten, die eigentlich wir hier haben müssten und die wir hier eigentlich auch austragen müssten. The context of communities that are surrounded by monoculture plantations is devastating. There is no way to explain how this is absolutely unfair. That some people have to live this in order for others to live this. Überhaupt, damit der deutsche Staat wettbewerbsfähig ist. Das haben wir von der Wettbewerbsfähigkeit, dass sie uns alles vor der Nase kaputt machen. Mit mir nicht. So geht's nicht, meine Herren. Über 50 Dörfer sind verschwunden. Und es gibt sehr viele Familien und viele Höfe, die bis weit ins frühe Mittelalter zurückreichen. Wir haben uns seit 35 Jahren engagiert in der Bürgerinitiative Stopp Rheinbraun. Da wird man so müde von der ganzen Zerstörung. Kann man das nicht mehr ertragen. Okay, wir geben unser Dorf noch nicht auf, sondern wir versuchen es doch mal. Aber ich war mir auch klar darüber, dass ich einen sehr, sehr, sehr schweren und gewaltigen Gegner hatte. Von 4200 Hektar Wald wird der Tagebau nicht mehr als 150 Hektar übrig lassen. Sie heißen jetzt Restwald, stehen im Schatten einer sich 170 Meter hoch erhebenden Abraumhalde, neudeutsch Sophienhöhe. 2 Straßentrassen zerschneiden den Rest. Eine dritte wird voll. Eichen, Hainbuchenwälder sind nur noch Erinnerung.
it's an issue that goes back to the root of every culture everywhere across the globe. That the land has been stolen from us. Und heute erleben wir die Bankrotterklärung. Wir haben es nicht geschafft. Das ist ja eine reine Machtpolitik, natürlich verbunden mit Wirtschaft. Aber Wirtschaft ist ja Macht. Ne? Wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, hat das Recht. Ne? Zu unterscheiden zwischen gutem Widerstand und bösem Widerstand, ne? Gar nicht. Ne? Das ist ja so ein Versuch, der wird immer wieder gemacht. Es ist ja nicht so, als würden die Leute hier auf die Bäume klettern und sich denken, ich baue jetzt hier mal ein Baumhaus und schlage ein paar Nägel rein. So. Das ist schon gut überlegt, auch wie man wickelt, was für Bänder man verwendet, was für Stämme du verwendest, was für eine Stärken. Wir senken das Grundwasser bis auf 400-500 Meter ab. Das ist alles unvorstellbar gewesen damals. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Wir haben auch nicht geglaubt, dass sie das durchziehen. Hallo, guten Morgen. Heute ist erste Gelände. Es ist natürlich schön, nach 6 Jahren, 5 Jahren, 4 Jahren Arbeit zu erleben, dass auf einmal ganz viele Leute da sind und dass irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute das bewegt. So, Conference of the Parties, what will happen with climate change? What will happen at the Conference of the Parties? I imagine that there will be lots of new plans about new technologies, new investment strategies, about how we have to replace all sorts of types of energy with new energies. There will be new cars, there will be new ideas, there will be new biotech, there will be all sorts of billions to be invested in technology and research and development, which will promote all the same people's concerns and interests, those people being the corporations and the power players. They will get money from government. They will get public money to continue on making private money. And that's what goes on all the time. Und deshalb stehe ich nicht wegen mir da, sondern für die nächsten Generationen. Auch um sie zu warnen, lasst euch das nicht bieten. Why one is covering their faces? Don't you dare to say or do things with your own face? Do you have something to hide? Feeling the covering of the face to be a threatening thing or a bit of a scary thing, and being like a bit taken aback by it. It's like, ooh, somebody's covering their face and wearing a black hood. That must be a big bad criminal. Horrible things will start happening. It's always the same everywhere you go. There's always police and brutal force against you for just trying to save and exist and trying to save something that it was once before here, and we should have so much respect for it. Like this and this sound is so much valuable. It's really amazing how often in camps like this, the repeating question becomes how many people are staying there. And I think it's important to actually, instead of trying to get a number, a description of how many people are staying there regular and how many people are coming from the outside, really say one. Climate dance. Let me tell you about the climate dance, it's easy to do.
You're nervous and you jump because this world's nearly through. So down some more tea, watch some foreign TV. Put your mind on anything but the truth. The leader's got a climate dance, it's easy to do. You grab hold of the treaty, then you tear it in two. Then go back to your people and spin me all about how the earth ain't gonna. Wir hatten einen Krach und einen Dampfausstoß. Und dann habe ich noch zu einer Nachbarin gesagt, hoffentlich fliegt das Ganze mal auseinander. Wie lange soll das denn noch hier gehen? Und RWE hat schon seit 2010, 2012 immer wieder gesagt, die kommen weg. Bis heute sind sie noch nicht weg. Ich frage mich nur, was wollen sie da mit den 3 Stillgelegten, die auch noch hier in der Landschaft rumstehen, was wollen sie damit machen? Wollen sie damit schon wieder Sondermüll verbrennen? Die Frage hat man doch berechtigt zu stellen. Das heißt, das Kyoto-Protokoll, was dieses Instrument international verankert und salonfähig gemacht hat, hat als Sprungbrett gedient. They set up whole departments of climate change. It's become a massive industry. The sustainability sectors in banking, they have nothing to do with sustainability. They have a lot to do with commodification and pushing commodities through the market. We know now, after more than 15 years of carbon markets, that emissions are rising, that nothing has changed, that the system has increased, extraction has increased, and there have been imposed more and more projects on southern countries that are socially disturbing communities, that are environmentally totally destructive in the name of the climate. Creating new markets in biodiversity. We gotta cut our emissions by 95%. And pretty your money, but I tell you what already spent. We gotta cut our emissions by 95%. And pretty your money, but I tell you we're already spent. You got grey old Tories taming green trees for logos. You got big bad BP using sunflowers like fig leaves. You got frackers and fakers pumping bullshit out of ground just for us. You can waste your fire on message boards with delays and denies brandish swords. You can cook up a carbon trading ruse, profit from polluting with fossil fuels. You can shout at the wall or strike at the state, but you gotta do your dance if you wanna be safe. Be safe. Save me! Save